Hallo ihr lieben Menschen mit bunten Brains. Also wenn ich so auf mein Leben zurückschaue, auf mein undiagnostiziertes Selbst, dann kann ich klar sagen, dass mich berufliche Themen immer am meisten gestresst haben und ich immer am meisten mit meiner Laufbahn und meinem Werdegang gestruggelt habe. Klar betrifft die ADHS alle Bereiche, aber die Arbeit und das Thema berufliche Orientierung haben letztlich meiner mentalen Gesundheit am meisten wehgetan. Ich war natürlich im Nachhinein gesehen so oft in falschen Rollen. Und trotzdem habe ich immer alles gegeben und war eine High-Performerin. Natürlich mit Folgen. Denn in mir drin war oft Chaos, Burnout und ich habe mich oft verloren gefühlt, als wäre ich nie an einem richtigen Ort angekommen. Die ewig Suchende halt. So bin ich zum Beispiel in meinem Coaching-Business jetzt gefühlt 1000-mal umgeschwenkt, bis ich endlich das Thema gefunden habe, das mich wirklich begeistert. Nämlich Karrierecoaching für Menschen mit bunten Brains, so wie ich eins habe. Also wenn du auch auf der ewigen Suche bist oder endlich was verändern willst oder endlich kannst, dann hol dir ein Getränk und lass dich berieseln. Denn ich werde heute ein paar weitere Gedanken zum Thema ADHS und Arbeit und ein paar Impulse teilen, die mir selbst geholfen haben, in diesen Bereichen etwas mehr Klarheit zu finden. Zuerst einmal ein paar Gedanken zum Thema ADHS und Erfülltheit im Job. Wenn wir der Forschung und den vielen Erfahrungsberichten glauben, dann entfalten sich Menschen mit ADHS da am besten, wo sie am meisten Begeisterung spüren. Da, wo sie ihre Stärken und Werte leben können. Und da bin ich ein lebendiges Beispiel dafür. Auf mich trifft das auf jeden Fall zu. Wie sieht's bei dir aus? Lasst es mich gerne wissen in den Kommentaren. Und genau darum ist es für uns besonders wichtig, auf uns selbst zu hören, wenn es um berufliche Orientierung oder Neuorientierung geht. Diese klassischen Karrierewege, wo wir uns gefühlt für immer committen müssen, sind vielleicht nichts für uns. Und das ist okay. Und je mehr wir uns das eingestehen können und proaktiv nach Lösungen suchen, die für uns funktionieren, umso besser. Ich akzeptiere seit meiner Diagnose vor einem Jahr immer mehr, dass sich halt mein Brain gerne in verschiedenste Richtungen ausbreitet und halt auch verschiedenste Dinge gleichzeitig verfolgen will, weil es mich stimuliert. Dass unser Hirn tendenziell so tickt, eben mit all diesen Richtungen, darf uns natürlich trotzdem nicht auf unserem Weg blockieren. Und genau darum ist es wichtig, dass wenn wir in einem Bereich erfolgreich werden wollen, dass wir es auf unsere Art und Weise schaffen, diese Energie, diese Ausbreitung ein bisschen mehr auf einen Punkt zu kanalisieren und unsere Energie da ein bisschen mehr hinzulenken. Natürlich ohne, dass wir uns komplett verbiegen oder uns wieder in irgendeine falsche Box reinquetschen. Und ja, das ist eine verdammte Gratwanderung und gar nicht mal so einfach. Doch es kann dann funktionieren, wenn wir, wie gesagt, auf uns hören und uns vielleicht auch Unterstützung holen. Ich finde die Aussage von Dr. Hallowell mega cool. Choose your own difficult. Niemand sagt, dass es einfach wird. Aber es wird dann auch einfacher, wenn wir uns vor Augen halten, dass wir nicht alles andere aufgeben, nur weil wir uns mal so ein bisschen in eine Richtung fokussieren. Für mich sehr hilfreich und auch immer noch sehr hilfreich sind folgende Fragen, die ich finde, man sich immer wieder stellen sollte, wenn man dann daran denkt. Was kann ich gut? Und was mache ich gleichzeitig auch wirklich gerne? Was entfacht so ein Feuerfunken in mir? Und wenn es dir schwerfällt, herauszufinden, was du gut kannst, weil du das irgendwie nicht siehst, normal, dann frag dein Umfeld. Frag deine Freunde oder Leute im Geschäft oder wer auch immer in deiner Nähe ist und das beurteilen kann. Natürlich ist es dann auch wichtig zu hinterfragen, ob du das auch gerne machst, was sie als deine Stärke sehen. Dann, was gibt mir Energie im Alltag, Arbeitsalltag, aber das kann wirklich das ganze Leben sein. Und wo fließt sie ab und was zieht mir echt die Energie raus? Und wie, auf welche Weise kann ich jetzt in meinem Beruf mehr von dieser Energie reinholen und wegkommen von diesem Energieabfluss? Und in welchen beruflichen Bereichen komme ich mehr zu dieser Energie? Kann ich mehr meine Energie behalten? Und was wären vielleicht die nächsten Schritte, die ich tun kann? Und jetzt bin ich gespannt, was du denkst. Hat dir das alles schon ein bisschen weitergeholfen? Oder hat irgendwas gefehlt? Lass es mich wissen in den Kommentaren. Und konstruktive Kritik, auch wenn es weh tut manchmal, ist wirklich auch mega willkommen. Ja, und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann schenk mir einen Like
Und wenn dir meine Videos allgemein gefallen, dann schenk mir doch gerne ein Abo. Damit hilfst du mir und meinem Kanal wirklich unglaublich weiter. Und wenn du Bock hast, folge mir auf Social Media und subscribe zu meinem Newsletter. Du findest alles unten in der Beschreibung. Und in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Bis bald. Tschüss!